Hallöchen ihr Lieben und willkommen. Für dieses hübsche Oberteil benötigt ihr einmal eure Maße vom linken Arm zum rechten Arm rüber, also die Spannweite. Hier könnt ihr entscheiden, ob ihr von Elle zu Elle abmesst oder T-Shirt-Länge oder ganz lang. Das kann jeder machen, wie er möchte. Ich habe mich hier für eine Ärmelspannweite von 80 cm entschieden. Also einmal komplett herüber. Ihr könnt, wenn euch das Ganze schwerfällt und ihr alleine seid, einen gut sitzenden Pullover anziehen, euch ein bisschen Tesafilm hinzunehmen und euch links und rechts an den Ärmeln die Stelle markieren, Pullover ausziehen, glatt streichen und abmessen. Dann habt ihr auch ganz leicht euer Ergebnis raus. Als nächstes müssen wir die Gesamtlänge des Oberteils ermitteln. Dann könnt ihr auch von dem Pullover, wenn ihr euch einen hinzugenommen habt, oder an euch selbst einfach mal vom Halsansatz herunter messen, wie lang euer Oberteil werden soll. Diese Art von Oberteil allerdings wird immer auf Hüfte getragen. Ganz junge Mädels auch gerne mal bauchfrei. Da das Ganze allerdings unter die Breitarm-Rubrik fällt, sollte das nicht über die Hüften gehen. Das sehe dann am Ende nicht aus. Da könnt ihr dann lieber später hüftbreit nochmal einen längeren Rand anfügen. Das würde gehen, aber die Ärmel sind abhängig auch von der Gesamtlänge des Hauptkörpers, den ihr hier häkeln werdet. Hier habe ich mich für 45 cm entschieden. Also müsst ihr euch das nun so vorstellen, dass wir jetzt zweimal einfach eine Fläche, Ärmelspannweite, mal Länge. Also wird mein Oberteil 80 mal 45 und das Ganze mal 2. Im späteren Verlauf wird das Ganze dann verbunden, dazu kommen wir dann aber später. Jetzt ist erst einmal wichtig, dass ihr eure Ärmelspannweite ausmesst, eure Gesamtlänge bis zu den Hüften, dann die Maße für euer Rechteck sozusagen habt und euch darauf einstellt, diese Fläche zweimal häkeln zu müssen. Alle Angaben zur Wolle, Nadelstärke, Verbrauch, Größe und so weiter findet ihr unter dem Video in der Infobox. Und dann kommen wir nun zum Muster. Dieses Oberteil werde ich mit einer 4er Nadel häkeln, einem vierfädigen Bobbel in Blautönen, einmal in dunkelblau und einmal in einem Neonblau. Die Farbe heißt Lapis. Anfänger sollten sich hier für Anfang und Ende auf jeden Fall 2 Marker hinzunehmen. Wir beginnen dieses Mal mit einer ganz normalen Luftmaschenkette. Die Luftmaschenkette schlagen wir jetzt auf unsere errechnete Spannweite an. Bei mir waren es 80 cm. Danach zählen wir die Luftmaschen einmal durch und die Maschenanzahl sollte teilbar durch 8 sein. Am Ende noch eine mehr dazu. Um auf meine 80 cm zu kommen, habe ich insgesamt 129 Maschen angeschlagen. 128 teilbar durch 8 plus eine mehr. Nachdem ihr eine Kette angeschlagen habt, für euer Projekt durchgezählt, teilbar durch 8 plus eine mehr, kommen wir nun zur Reihe 1. Wir halten den Daumen auf die erste Masche drauf und häkeln zusätzlich eine Luftmasche, stechen in die erste Masche ein. Ich nehme hier vorzugsweise immer die untere einzelne Schlaufe und häkel eine feste Masche ab. Die untere einzelne Schlaufe nehme ich deswegen gerne, weil ich dann auf der anderen Seite komplette Maschen habe, wo ich später dann auch anhäkeln kann. Danach machen wir 2 Luftmaschen, lassen 2 Maschen frei und stechen in die dritte Masche mit einem Umschlag ein. Halten das Ganze ein bisschen fest, damit sich die Masche nicht zu weit auseinander zieht, denn jetzt kommen Büschelmaschen. Wir holen den Faden durch und ziehen diesen nach oben, etwa ein halbes Stäbchen hoch.
Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen. Das war ein zweites Mal. Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen. Drittes Mal. Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen. Viertes Mal und noch ein fünftes Mal. Faden holen, hochziehen. Am besten etwas wackeln, dann legen sich die Schlaufen auch besser und ihr könnt die Nadel leichter durchziehen. Das Ganze wird dann mit einer Luftmasche geschlossen. Diese Luftmasche zählen wir nicht mit. Jetzt kommt wieder eine Luftmasche. Für diese eine Luftmasche lassen wir eine Masche frei und gehen in die zweite Masche mit einem Umschlag hinein, halten diese auch wieder fest und häkeln hier wieder eine Büschelmasche mit 5 Umschlägen. Faden holen, hochziehen, Umschlag einstechen, Faden holen, hochziehen, Umschlag einstechen, Faden holen, hochziehen und noch zweimal. Dann haben wir insgesamt 5 Mal den Faden geholt, etwas wackeln und dann kriegen wir die Nadel auch locker durchgezogen und die Büschelmasche wird mit einer Luftmasche geschlossen, die nicht mitgezählt wird. Es folgen wieder 2 Luftmaschen. 2 Maschen freilassen und eine feste Masche in die dritte Masche. Und dann sollte das Ganze so aussehen. Wir beginnen mit einer festen Masche, 2 Luftmaschen, lassen 2 Maschen frei, eine Büschelmasche, die mit einer Luftmasche geschlossen wird. Danach kommt eine Luftmasche für eine Masche freilassen, wieder eine Büschelmasche, die mit einer Luftmasche geschlossen wird und dann wie am Anfang wieder 2 Luftmaschen, 2 Maschen freilassen und in die dritte eine feste Masche. 2 Luftmaschen, 2 Maschen freilassen und in die dritte wieder eine Büschelmasche mit 5 Umschlägen. Das Ganze wieder mit einer Luftmasche schließen, eine Luftmasche, eine Masche freilassen und in die zweite nochmal eine Büschelmasche mit 5 Umschlägen. Hier sei gesagt, ihr könnt auch weniger oder noch mehr Umschläge machen. Es kommt darauf an, wie dick ihr eure Büschelmaschen haben wollt. Ich finde, dass 5 Umschläge dieses Muster am schönsten zur Geltung bringen und daher bleibe ich bei dieser Anzahl. Es folgen wieder 2 Luftmaschen, 2 Maschen freilassen und in die dritte eine feste Masche. 2 Luftmaschen, 2 Maschen freilassen und in die dritte eine Büschelmasche mit 5 Umschlägen. Eine Luftmasche zum Schließen, eine Luftmasche für eine Masche freilassen und in die zweite nochmal eine Büschelmasche mit 5 Umschlägen. Eine Luftmasche, danach 2 Luftmaschen, 2 Maschen freilassen und eine feste Masche. Also wir beginnen mit einer festen Masche, 2 Maschen freilassen, dafür 2 Luftmaschen. Eine Büschelmasche, die mit einer Luftmasche geschlossen wird, eine Luftmasche, eine Masche freilassen. Eine Büschelmasche, die mit einer Luftmasche geschlossen wird. 2 Luftmaschen für 2 Maschen freilassen und in die dritte eine feste Masche. Und das gleiche wiederholen wir dann
immer und immer so weiter, bis unsere Kette soweit fertig ist. Und am Ende, nach der letzten Büschelmasche, 2 Luftmaschen, 2 Maschen freilassen und in die letzte Masche eine feste Masche. Das war Reihe 1. Kommen wir zu Reihe 2. Reihe 2 beginnt mit 3 Steigeluftmaschen für ein Stäbchen, einen Umschlag und noch ein Stäbchen in die zweite Luftmasche der Kette. Vor der Büschelmasche einstechen und ein Stäbchen häkeln. Ihr könntet auch um die Kette herumstechen, aber dann kommt das Muster später nicht so zur Geltung, da sich kleine Dächer bilden sollten und die ziehen sich dann aber zu sehr zusammen. Mal hängt einer mehr links, mal hängt einer mehr rechts. Und das könnt ihr vermeiden, indem ihr lieber in die Luftmaschen selbst einstecht. 2 Luftmaschen und um die Kette zwischen den beiden Büschelmaschen herum 2 feste Maschen. 2 Luftmaschen, Umschlag. Und jetzt brauchen wir diese Kette und diese Kette links und rechts neben der festen Masche. Wir machen einen Umschlag und gehen von der festen Masche aus 2 Luftmaschen nach links und häkeln dort unser erstes Stäbchen. Machen einen Umschlag und gehen von der festen Masche aus 2 Luftmaschen nach rechts. Stechen dort ein und häkeln unser Stäbchen. Und dann bildet sich so ein Dach. 2 Luftmaschen und wieder zwischen den beiden Büschelmaschen um die Kette herum 2 feste Maschen. 2 Luftmaschen. Nun wieder links und rechts neben der festen Masche ein Stäbchen. Von der festen Masche aus in die zweite Luftmasche nach links einstechen, ein Stäbchen. Umschlag von der festen Masche aus 2 Luftmaschen nach rechts einstechen und ein Stäbchen häkeln. 2 Luftmaschen und wieder 2 feste Maschen zwischen die Büschelmaschen. Und so nun die ganze Reihe. Und am Ende eurer Reihe 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in die Kette, nach der Büschelmasche in die erste Luftmasche häkeln und ein Stäbchen in die feste Masche der Vorreihe häkeln. Das war Reihe 2. Reihe 2 beginnt also mit 3 Steigeluftmaschen für ein Stäbchen und ein Stäbchen in die zweite Luftmasche. Danach 2 Luftmaschen und 2 feste Maschen zwischen die beiden Büschelmaschen. 2 Luftmaschen und danach ein Stäbchen von der festen Masche aus gesehen, 2 nach links in die Luftmasche und 2 nach rechts in die Luftmasche, sodass sich hier ein Stäbchendach bildet. Dann wieder 2 Luftmaschen und 2 feste Maschen zwischen die beiden Büschelmaschen. Und diese beiden Reihen wiederholen sich nun immer. Kommen wir nun zur Reihe 3.
Reihe 3 beginnt deswegen auch wieder mit einer festen Masche. Direkt in die erste Masche. Und nun kommen wieder diese 2 Büschelmaschen. Wir machen 2 Luftmaschen, machen einen Umschlag und gehen in die erste feste Masche hinein und häkeln dort eine Büschelmasche mit 5 Umschlägen. Schließen diese mit einer Luftmasche, die nicht mitgezählt wird, machen eine Luftmasche, machen einen Umschlag und gehen dann in die feste Masche danach und häkeln auch dort eine Büschelmasche mit 5 Umschlägen. Eine Luftmasche. Danach 2 Luftmaschen und nun in das Dach der Vorreihe einfach um die Kette herum eine feste Masche. 2 Luftmaschen, Umschlag, in die erste feste Masche hineingehen und dort eine Büschelmasche aus 5 Umschlägen häkeln. Eine Luftmasche, eine zusätzliche Luftmasche und wieder eine Büschelmasche mit 5 Umschlägen in die zweite feste Masche häkeln. Eine Luftmasche zum Schließen, 2 Luftmaschen und wieder eine feste Masche in dieses Dach der Vorreihe, einfach um die Kette herum. 2 Luftmaschen und danach wieder die 2 Büschelmaschen mit einer Luftmasche dazwischen und so nun die ganze Reihe. Und am Ende der Reihe nach der letzten Büschelmasche 2 Luftmaschen und in die dritte Luftmasche von unten angezählt, in die Kettmaschen der Vorreihe mit einer festen Masche schließen. Das war Reihe 3. Wir haben Reihe 3 mit einer festen Masche und 2 Luftmaschen begonnen. Danach haben wir eine Büschelmasche in die erste feste Masche gehäkelt. Diese wird mit einer Luftmasche wie immer geschlossen, diese zählen wir nicht mit. Eine Luftmasche dazwischen und wieder eine Büschelmasche mit 5 Umschlägen in die zweite feste Masche. 2 Luftmaschen und eine feste Masche in das Dach der Vorreihe, das wir aus 2 Stäbchen gebildet haben. 2 Luftmaschen, eine Büschelmasche wieder in die erste feste Masche, eine Luftmasche dazwischen und eine Büschelmasche in die zweite feste Masche. Und so immer im Wechsel, bis die Reihe dann soweit fertig ist. Kommen wir zur Reihe 4. Dieses ist dann wieder Reihe 2. Wir beginnen mit 3 Steigeluftmaschen für ein Stäbchen, machen einen Umschlag und gehen in die zweite Luftmasche hinein und häkeln dort ein Stäbchen hinein. 2 Luftmaschen und 2 feste Maschen zwischen die beiden Büschelmaschen um die Kette herum. 2 Luftmaschen, ein Umschlag und nun wieder von der festen Masche aus 2 nach links und 2 nach rechts, um unser Stäbchendach zu bilden. Ein Stäbchen in die zweite Luftmasche nach links und ein Stäbchen in die zweite Luftmasche nach rechts. 2 Luftmaschen, 2 feste Maschen zwischen die beiden Büschelmaschen. 2 Luftmaschen, in die zweite Luftmasche nach links
ein Stäbchen, in die zweite Luftmasche von der festen Masche aus nach rechts ein Stäbchen, dann haben wir wieder unser Stäbchendach, 2 Luftmaschen und wieder 2 feste Maschen zwischen die Büschelmaschen. Und so nun die restliche Reihe. Und nach den 2 festen Maschen 2 Luftmaschen und ein Stäbchen in die erste Luftmasche der Kette und ein Stäbchen direkt danach in die feste Masche der Vorreihe. Und dann haben wir auch schon Runde oder Reihe 4. Und das ist das eigentliche Muster. In der einen Reihe beginnen wir mit einer festen Masche, machen 2 Luftmaschen und die Büschelmaschen. Und in der nächsten Reihe kommen 2 Stäbchen am Anfang bzw. ein Stäbchendach, 2 Luftmaschen und feste Maschen zwischen die Büschelmaschen. 2 ganz leicht zu merkende Reihen. Man muss nur wissen, wie man die Büschelmaschen häkelt und wo man einsticht und die Stäbchen und so weiter fixiert. Und dann ergibt sich dieses wunderschöne Muster. Nach insgesamt 3 Reihen mit Büschelmaschen, also 5 Reihen, wir haben ja mal diese Zwischenreihe noch dazwischen, mache ich meinen ersten Farbwechsel. Ich ziehe die neue Farbe durch die alte Farbe zu und nun kommt ein Stäbchen. Daher häkle ich die erste Luftmasche mit allen Fäden gemeinsam ab, so sind diese fixiert. Kann mich dann von der alten Farbe trennen. Und für das Stäbchen nochmal 2 zusätzliche Luftmaschen hinzu häkeln mit dem einzelnen Faden. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Und zwar häkle ich ein Stäbchen in die zweite Luftmasche. Wieder meine 2 Luftmaschen und 2 feste Maschen zwischen die beiden Büschelmaschen. 2 Luftmaschen und wieder mein Stäbchendach. Ein Stäbchen links in die Kette, ein Stäbchen rechts in die Kette. Und so weiter und so fort. Und diese Reihe mache ich jetzt nur eine Büschelmasche. Also hiernach die Reihe mit den Büschelmaschen und dann werde ich wieder auf meine ursprüngliche Farbe gehen. Wieder 3 Reihen mit Büschelmaschen und dann 2 Reihen mit dem Neonblau. Und so lasse ich die Neonblau immer größer werden und die Dunkelblau bleibt immer bei diesen 3 Reihen mit Büschelmaschen. Das gibt einen wunderschönen Farbeffekt. Den zeige ich euch dann, wenn ich soweit bin. Ja, und ansonsten heißt es jetzt erst einmal Reihe für Reihe soweit häkeln, bis ihr eure Fläche dann soweit fertig habt. Und so sieht meine erste Hälfte aus. Wie vorhin schon erwähnt, habe ich mich darauf eingelassen, erst einmal 3 Reihen Büschelmaschen, also insgesamt 5 Reihen zu häkeln, danach die Farbe zu wechseln und 2 Reihen mit der Neonfarbe. Dann kommen wieder 3 Reihen Büschelmaschen, das sind wieder 5 Reihen insgesamt, da wir ja immer die Zwischenreihe dazwischen haben. Dann kommen wieder 2 Reihen mit Büschelmaschen in Neon, 3 Reihen in Dunkelblau, 3 Reihen in Neon, 3 Reihen in Blau und zum Schluss 4 Reihen mit Büschelmaschen in Neonblau und dann habe ich meine 45 cm auch schon erreicht und das gibt dann so eine mega geniale Optik. So, dann werde ich jetzt noch Teil 2 häkeln und dann sehen wir uns zum Verbinden. Bis gleich! Und nachdem ich beide Teile soweit fertig gehäkelt habe, klappe ich mir diese einmal in der Mitte zusammen und markiere mir die Mitte mit dem Marker.
Dann nehme ich mir von einem gut sitzenden Pullover oder Shirt den Halsausschnitt, die Breite und kann mein Maßband in der Mitte anlegen und die eine Hälfte nach links und die andere Hälfte nach rechts wegmessen und habe dann mein Ergebnis. Ich habe mich hier für eine Halsausschnittbreite von 25 cm entschieden und das gleiche mache ich dann auch am anderen Häkelstück. Wenn ich das habe, dann kann ich die mittleren Marker rausnehmen und habe meinen gesamten Halsausschnitt. Nun können wir von links außen bis zu den Markern alles vernähen und von rechts außen bis zu den Markern alles vernähen. Und wie ich das Ganze vernähe, das zeige ich euch jetzt. Ich nehme mir in etwa 3-mal die Länge, die ich hier vernähen möchte. Da ich den Faden doppelt nehme, da sich auf den Schultern das Ganze auch gerne auseinanderzieht, dann fädle ich mir den Faden ein und knote mir die Enden unten zusammen. Das lässt sich dann auch gleich leichter fixieren, also das hat mehrere Vorteile. Dann schnappe ich mir meine Ecke außen, ziehe den Faden durch beide Häkelstücke durch und kann dann unten durch das Knötchen hindurch gehen und habe schon meinen Faden fixiert. Nun nehme ich den Couchstich oder auch Matratzenstich genannt und gehe immer einen halben Zentimeter zur Seite am hinteren Häkelstück hinein, lege mir den Faden über, das müsst ihr aber nicht, ihr könnt auch einfach in Höhe des Fadens dann am vorderen Häkelstück einstechen und circa einen halben Zentimeter, also eine Maschenbreite, zur Seite wegnähen. Dann wieder in Höhe des Fadens am hinteren Häkelstück einstechen und wieder in Höhe des Fadens am vorderen Häkelstück einen halben Zentimeter zur Seite einstechen. Darauf achten, dass sich das hier nicht so weit zusammenzieht. Und so dann immer im Wechsel, vorderes Häkelstück, hinteres Häkelstück, immer einen halben Zentimeter, also circa eine Maschenbreite, zur Seite wegnähen. Und dann bekommt ihr eine wunderschöne flache Naht, die man überhaupt nicht mehr sieht. So, und ich werde jetzt noch meine Schultern vernähen, diese Seite, die andere Seite und dann kommen wir zum nächsten Part. Bis gleich. Und nachdem die Schultern dann beide fertig vernäht sind, seht ihr, haben wir eine wunderschöne flache Naht, die man so gut wie gar nicht sieht. Und so sieht es schon mal an der Puppe aus, damit man schon einen kleinen Vorgeschmack hat. Als nächstes müssen wir uns die Ärmelhöhe hier an der Seite markieren und den unteren Teil zunähen und das auf beiden Seiten. Als nächstes nehmt ihr euch entweder einen gut sitzenden Pullover oder Shirt und messt dort einmal die Ärmelhöhe ab. Oder aber ihr zieht euer Häkelstück über und markiert euch die Stelle, wie weit eure Ärmelaussparungen sein sollen. Ich habe mich hier für etwa 18 cm entschieden. Das geht circa bis zum zweiten Teil, also bis hier. Und den Rest hier an der Seite nähe ich jetzt links und rechts zu. Zurück, nachdem die Seiten vernäht sind, widme ich mich jetzt meiner Kapuze. Wer keine Kapuze haben will, kann sich jetzt einen Abschlussrand hier dran machen oder aber ein Ribbündchen. Wenn ihr sehen wollt, welches Ribbündchen ich verwende für links und rechts den Ärmel und unten am großen Bund, dann könnt ihr eine Sequenz überspringen. Ansonsten kommen wir nun zur Kapuze. Die Kapuze beginne ich hier vorne in der Mitte. Ich hätte den Marker auch vorhin einfach drin lassen können. Und die nächste Reihe würde jetzt wieder mit Stäbchen beginnen. Ich setze hier mein Stäbchen hinein und arbeite mich jetzt im Musterverlauf rum. Das Gute ist, dass auch hier an der Seite, wo die Naht ist, wir ganz normal im Musterverlauf bleiben können. Wir haben hier die beiden Büschelmaschen und hier wäre dann die feste Masche. Wenn ich einmal rum bin, schließe ich in der gleichen festen Masche auch dann wieder mit einem Stäbchen. Der einzige Unterschied ist, dass ich in der nächsten Reihe zur anderen Richtung häkeln werde, weil hier vorne offen bleiben muss.
Das nächste ist, dass eine Kapuze normalerweise vorne mit Zunahmen bestückt wird. Das ist aber bei diesem Muster eher schwierig und nicht mehr Anfänger geeignet. Daher habe ich mich dazu entschieden, einfach gerade jetzt die Fläche hochzuhäkeln. Ihr müsst euch das aufgeklappt vorstellen, also einfach hin, her, hin und her. Und einfach ein Stück länger häkeln als euer Kopfende, so circa 3 cm mehr. Dann würde sich die Kapuze auch nach außen wölben und wir haben so mehr Platz. Den Rest machen wir dann später vorne mit einem Bündchen, so wie wir es links und rechts und unten an den Rändern noch häkeln werden. Bei dem Muster brauche ich jetzt nicht mehr dabei sein und euch das Ganze zeigen. Wie gesagt, bleibt einfach im Musterverlauf, das ist hier nicht schwierig, denn das könnt ihr einfach beibehalten. Das Einzige ist, dass ihr hier vorne offen lasst, also immer hin und her häkelt. Und jetzt erst einmal eine gerade Fläche hochhäkelt, bis ihr an eurem Kopfende angekommen seid, plus ca. 3 bis 5 cm. Und am Ende, wenn ich einmal rum bin, wie vorhin schon erwähnt, kommt nach den Büschelmaschen ein Stäbchen und das letzte dann direkt wieder in die gleiche Masche vom Anfang. Na, wir haben in der festen Masche in der Mitte mit 3 Steigeluftmaschen begonnen und vor den Büschelmaschen unser Stäbchen gehäkelt, denn das beginnt ja mit einem Dach, das Muster. Und genauso das Ganze auch beendet. An der Schulter mache ich nach den Büschelmaschen ein Stäbchen und hier auf der anderen Seite vor den Büschelmaschen ein Stäbchen, denn die Schulternaht kann man sozusagen als die feste Masche werten. Also können wir hier komplett im Musterverlauf bleiben. Die nächste Reihe würde nun mit einer festen Masche beginnen. Dazu wenden wir, machen wir wieder unsere 2 Luftmaschen und beginnen mit unseren Büschelmaschen. Und so häkeln wir jetzt unsere Fläche einfach nach oben, bis wir die Länge bzw. Höhe unserer Kapuze erreicht haben. Zurück, so sieht die Fläche aus, die ich bereits gehäkelt habe, weiter im Farbverlauf mit 3 Reihen dunkle Büschelmaschen, dann diesmal 5 Reihen mit dem Neonblau, dann wieder 3 Reihen mit den Büschelmaschen und nach insgesamt 22 cm ist die Kapuze fast soweit fertig und nun mache ich am Hinterkopf Abnahmen, damit die Kapuze auch ründlich ist. Wenn ihr eine spitze Kapuze haben wollt, dann braucht ihr einfach oben nur das Stück zunähen. Bei einer ründlichen Kapuze müssen wir in der Mitte Abnahmen machen. Ich habe fast bis zum Marker zurückgehäkelt, also mir die Mitte markiert. Und bei dem Muster können wir jetzt gleich einfach mal schauen, wie wir die Abnahmen machen können. Also wir werden ungefähr 3 Abnahmen brauchen, um eine leichte Rundung zu bekommen. Bei den Büschelmaschen müsste es eigentlich einfach sein. Da können wir einfach die Büschelmaschen zusammen machen und die eine feste Masche überspringen. Hier allerdings in der Reihe, so mal schauen, wie wir das jetzt gleich machen. Da bin ich mir auch noch nicht so schlüssig. So. Nach den 2 festen Maschen bin ich jetzt am Marker angekommen und anstatt 2 Luftmaschen zu machen und dann unser Dach, häkel ich jetzt direkt das Dach
ups, und ziehe somit schon mal hier ein ganzes Stück zusammen. Es sind ja immerhin 4 Maschen, die dann weg sind. Ohne Luftmaschen dann direkt rüber in die Büschelmaschen. Und dann haben wir hier schon ein ganzes Stück zusammengezogen und dieses Löchslein, was sich hier bildet, ist nicht allzu groß, sondern setze ich mir auch den Marker genau da hinein, um zu wissen, dass da gleich die nächste Abnahme sein muss. Als nächstes mache ich das Muster wieder so weiter wie sonst mit 2 Luftmaschen und dann die Dächer verteilen. 2 Luftmaschen und die 2 festen Maschen zwischen die Büschelmaschen. So, ich häkle jetzt einmal die Reihe fertig und wieder zurück zum Marker und dann machen wir die nächste Abnahme auch nochmal zusammen. Wieder am Marker angekommen, habe ich hier 2 feste Maschen, hier 2 feste Maschen und möchte jetzt wieder ein paar Maschen abnehmen, vorzugsweise natürlich wieder 4 Stück. Mache meine 2 Luftmaschen und häkel in die äußere, also erste feste Masche, eine Büschelmasche. Mache dann meine eine Luftmasche dazwischen und gehe rüber nach dem Marker in die 2 festen Maschen und gehe in die letzte feste Masche hinein und häkel dort meine Büschelmasche. Und dann habe ich auch hier wieder meine nächste Abnahme geschaffen. Und setze mir um die Kette herum den Marker. Und dann könnt ihr immer mal wieder die Spitzen aufeinander legen. Und dann für euch schauen. Ihr seht, jetzt fängt schon an, das Ganze hier so ein bisschen rundlich zu werden. Und ich sage jetzt mal, bis hierhin ungefähr möchte ich die Rundung haben und dann kann ich oben den Rest zumachen. Ich vermute, ich werde jetzt noch eine Reihe mit Abnahmen machen und danach können wir die Kapuze schließen. Vorher selbstverständlich nochmal anprobieren, ob diese auch lang genug ist, wenn nicht nochmal 1, 2 Reihen anfügen. Und für die dritte Abnahme häkel ich nach dem Dach direkt das nächste Dach hier drüben. So lasse ich diese beiden optisch als Büschelmaschen zusammen. Und dann sieht das so aus, als wäre das eine Gruppe. So. Also hier habe ich ein Dach und hier habe ich ein Dach und diese verbinde ich gemeinsam und habe dann auch meine Abnahme. Und den Rest häkel ich dann weiter wie bisher. So, dann lege ich das nochmal zusammen. Und wie man jetzt gut sehen kann, ist meine Rundung, finde ich, rund genug, um nun nur noch hier oben zu schließen. Das Schließen mache ich genauso, wie wir unsere Teile alle zusammengenäht haben, indem ich jetzt noch die Reihe fertig häkel und dann mit dem Endfaden von außen nach innen bis zur Rundung, also bis zu den letzten Maschen, das Ganze zunähe. Und dann zeige ich euch noch die fertige Kapuze.
Kapuze fertig aus. Ich denke, das hat eine schöne Rundung. Wie schon gesagt, wenn ihr eine spitz zulaufende Kapuze haben möchtet, dann einfach gar keine Abnahmen machen, die Mütze auf Gesamtlänge häkeln und einfach zunähen. Ansonsten halt mit mehreren Abnahmen bestimmt ihr die Rundung. Hätte ich jetzt noch 2, 3 Runden mehr dran gemacht, wäre die Kapuze sogar noch runder. Aber ich finde, so sieht es richtig klasse aus. Und zum Schluss kommen wir nun zu den Rändern, und zwar an den Ärmeln. An der Kapuze selbst brauchen wir auch noch einen Rand und unten am Bund. Kommen wir nun noch zum Abschlussrand, zu unserem Bündchen. Dieses brauchen wir einmal an unserer Kapuze, links und rechts an den Ärmeln und unten das große Bund. Bei der Kapuze ist es am kompliziertesten. Dort nehme ich mir unten die Mitte, nehme mir eine der beiden Farben hinzu und fixiere mir den Faden mit 3 Luftmaschen und verteile jetzt erst einmal ringsherum Stäbchen. Dazu steche ich immer um ein liegendes Stäbchen ein und häkel ein Stäbchen. Dann in diese Zwischenlücke zwischen diesen Stäbchen links und rechts ein Stäbchen. Dann kommt hier wieder so ein liegendes Stäbchen. Dann in die Lücke dazwischen, quasi in die Verkreuzung, wieder in das liegende Stäbchen, in die Verkreuzung, liegendes Stäbchen, in die Verkreuzung und so weiter. So und so nun einmal komplett herum bis auf die andere Seite der Kapuze. Und das letzte Stäbchen auf der anderen Seite häkel ich in die gleiche Masche, wo ich begonnen habe. Runde 2. Ich zähle nun einmal alle meine Stäbchen durch und schaue, dass die Maschenanzahl teilbar durch 2 ist. Steigeluftmaschen bleiben über Steigeluftmaschen, zählen schon bereits als erstes Stäbchen. Und dann gehen wir um das erste Stäbchen herum und häkeln ein Reliefstäbchen ab. Danach, diese beiden gehören quasi jetzt zusammen, gehen wir um das zweite von hinten herum und ziehen es nach hinten und häkeln eins nach hinten ab. Danach gehen wir in das nächste Stäbchen von hinten herum und häkeln ein Reliefstäbchen nach hinten ab. Das danach genauso. Noch eins nach hinten. So haben wir jetzt 2 nach vorne, 2 nach hinten. Ein Umschlag. Das nächste wird wieder als Reliefstäbchen nach vorne gehäkelt und das danach auch. Umschlag, die nächsten beiden als Reliefstäbchen nach hinten. Und die nächsten beiden wieder als Reliefstäbchen nach vorne. Und so nun einmal komplett wieder bis auf die andere Seite. Und am Ende der Reihe häkle ich die letzten beiden noch nach hinten, beziehungsweise das vorletzte nach hinten und das letzte häkle ich in der zweiten Steigeluftmasche von unten angezählt als ein normales Stäbchen ab, so wie auf der anderen Seite. Und nun haben wir so einen genialen Rand. Und zum Schluss kommt noch ein verdrehter Abschlussrand, damit es nicht so unfertig aussieht. Ich beginne mit einer Luftmasche, steche in die erste Masche ein,
Verdrehe beide Schlaufen nach hinten und masche diese ab. Nächste Masche einstechen, beide Schlaufen auf gleiche Höhe ziehen, nach hinten verdrehen und abmaschen. Nächste Masche einstechen, Faden holen, beide Schlaufen nach hinten verdrehen und abmaschen. Eine ganz einfache Methode, einen wunderschönen Rand zu häkeln, der eurem Häkelstück eine gewisse Festigkeit verleiht, dafür sorgt, dass die Ränder auch nicht so schnell abnutzen. Und das Einzigste daran ist, dass ihr beide Schlaufen hochziehen müsst. Ihr gewöhnt euch irgendwann an, wie groß die Schlaufen sein müssen, um diese locker nach hinten zu verdrehen und abmaschen zu können. Und dann bekommt ihr so einen genialen Rand, der einmal hier auf der Seite so aussieht und auf der anderen Seite so aussieht. Zurück, nun ist meine Kapuze soweit fertig. So sieht der Rand dann aus. Seitlich wäre das dann so. Und das gleiche machen wir nun links und rechts am Ärmel. Da habe ich mir das Bündchen dann auch genauso gemacht. Eine Reihe Stäbchen, eine Reihe Reliefstäbchen, 2 nach vorne, 2 nach hinten und diesen schönen Abschlussrand. Bei den Ärmeln ist das Einzigste, worauf ihr achten müsst, dass ihr die Maschen gleich verteilt. Also ihr macht den ersten Ärmel, zählt dann die Stäbchen einmal durch und die gleiche Stäbchenanzahl dann auch auf der anderen Seite verteilen, sonst bekommt ihr ungleiche Ärmel. Ja, und das gleiche habe ich dann in dunkelblau auch nochmal unten am großen Bund gemacht. Und wie ihr seht, habe ich so eine ganz leichte Elastizität drin, was natürlich super ist, damit es nicht vollkommen auslatscht. Ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen und ihr seid gut mitgekommen. Vergesst nicht, eure Bewertung da zu lassen, wie immer ganz, ganz wichtig. Kanal abonnieren ist kostenlos, Glöckchen drücken und kein Video mehr verpassen. Über jedes Abo freue ich mich natürlich sehr. Ja, und dann würde ich sagen, an die Nadeln und los geht's. Und ich hoffe, wir hören uns zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.